Wunderschönen guten Tag, heute im Dreiertest Iris and the Giant. Grafisch, minimalistisch, mechanisch, maximalistisch. Stellen sich euch bei dem Wort Roguelike auch ein klitzekleines bisschen die Nackenhaare auf? Gehört für mich in dieselbe Kategorie wie Open World Survival oder Battle Royale. Zu oft, zu ähnlich. Iris and the Giant hatte also nicht die beste Ausgangsposition bei mir. Aber Stunden später war die anfängliche Skepsis weg. Mit jeder weiteren Ebene, jedem Tod und jedem Neuanfang hat mich dieses kartenbasierte Roguelike immer mehr begeistert. Ich habe kaum gemerkt, wie die Zeit vergeht, und das ist wohl das größte Kompliment überhaupt. Manchmal fühlt sich's einfach an, als wäre die ganze Welt gegen einen. Die namensgebende Heldin in Iris and the Giant verarbeitet ihre Probleme mit Eltern, Freunden, Schule auf eine ganz besonders verspielte Weise. Das Mädchen mit den langen blauen Haaren liebt die griechische Mythologie und so bastelt sich ihr Unterbewusstsein eine Welt, in der sie sich ihren Dämonen im Kampf stellen kann. 3 Farben und ein simpler Zeichenstil. Mehr braucht's nicht. Jede Runde beginnt mit einer Bootsfahrt über den Styx. Ich meine, passt ja auch irgendwie. Schließlich sterbt ihr, wie in einem Roguelike üblich, auch hier immer und immer wieder. Vor dem Tod kommt aber erstmal das eigentliche Spielgeschehen. Der rundenbasierte Kampf gegen dämonisches Ungeziefer. Iris kämpft relativ klassisch mit Schwert, Schild, Bogen etc. Weniger klassisch? All diese Dinge befinden sich in ihrem Deck. Und so wird gekämpft. Ihr spielt mindestens eine Karte, dann greifen alle Gegner an, die angreifen können. Es gibt aber nicht nur Karten, die Schaden verursachen. Ihr könnt euer Deck beispielsweise auch mit Magie oder Peitschen ausstaffieren. Damit könnt ihr Dinge oder Gegner zu euch ziehen. Unterschätzt das nicht, denn die Hauruck-Methode führt meistens zu einem verdammt schnellen Ableben. Taktik ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wo steht welcher Gegner? Welche Karte setze ich ein? Sollte ich die normale Treppe nehmen oder doch den Geheimweg? Und ihr habt nicht mal den Luxus, dass ihr euch nur auf eure Lebens- bzw. hier Willenspunkte konzentrieren könnt. Gehen euch die Karten aus, heißt es ebenfalls Game Over. Schatztruhen sind in diesem Spiel also nicht nur ein netter Bonus, sondern lebensnotwendig. Denn in ihnen findet ihr Nachschub für euer Deck. Besonders wichtig werden sie, wenn die feindlichen Reihen randvoll mit meinen persönlichen Hassgegnern sind. Den Schlangen in der schwarzen Variante mit Sense. Diese Mistviecher stehlen euch nämlich nicht nur dauerhaft Willenspunkte, sondern auch Karten. Aber ganz egal, ob euch Kartenmangel oder Cerberus den Gar ausmacht, Tod ist tot. Und ihr landet im Hauptmenü. Dort geht's dann wieder von vorn los. Naja, nicht ganz von vorn. Im Spielverlauf verdient ihr Kristalle und Sterne, die euch temporäre Fähigkeiten und seltene Karten einbringen. Aber Sterne belohnen euch auch mit einmaligen Boni für den nächsten Durchgang. Sammeln lohnt sich also. Besonders dann, wenn ihr euch gleich am höchsten Schwierigkeitsgrad versucht, wie ich, überambitionierter Mensch. Es wäre vermutlich am besten, im leichten Modus die Grundlagen zu lernen und dann nach 1-2 Durchgängen aufzustufen. Und in so kurzer Zeit schaltet man eh kaum was frei, also kein großer Verlust. Dauerhaft freischaltbar sind eh nur 2 Dinge: Erinnerungen und imaginäre Freunde. Erstere findet ihr zufällig beim Spielen. Hebt ihr sie auf, bekommt ihr einen kurzen Einblick in Iris' Gefühle. Mobbing in der Schule, Stress mit den Eltern und den Freunden, der übliche Mist. Zusätzlich könnt ihr euch damit auch dauerhafte Boni erkaufen. Die Helferlein haben ähnliche, ebenfalls anhaltende Effekte, aber ihr müsst euch ihre Hilfe erst verdienen. Und irgendwann seid ihr dann stark genug, um allen Gefahren, die auf euch zukommen, zu trotzen. Iris and the Giant schafft es aus einem ziemlich deftigen Thema, dem Kummer eines jungen Menschen, ein emotionales, aber vor allem gutes Spiel zu machen. Ich kenne kaum jemanden, der sich nicht irgendwann mal wie Iris gefühlt hat. Und ich wünsche jedem, der sich gerade so fühlt, viel Erfolg beim Kampf gegen die eigenen Dämonen. So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.